Ich habe ja gestern gesagt, ich überlege es mir nochmal. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich tatsächlich nichts upgraden werde. Weil erstens habe ich nicht genug S-Project für plus 10. Und zweitens habe ich einfach nichts, das ich upgraden will. Und ja, blöd gelaufen. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe Gala halt auch einfach nicht. Das letzte Upgrade-Event war halt legit noch vor einem Monat, basically. Warum jetzt schon wieder? Also man hat auch gemerkt, finde ich, also ich war heute mal kurz Channel 1, Eron-Preise, ich meine, kann man jetzt natürlich sagen, okay, ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber man hat es auch daran gemerkt, dass die Materialpreise eigentlich überhaupt nicht gestiegen sind. Also schon, Mineral nicht. Mineral ist quasi unverändert, weil ich glaube, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil Mineral immer überfarmt ist wegen den Bots. Aber selbst Arons waren gut unter 4000. Ich habe Arons für 3,1 gesehen. Das ist fast Normalpreis. Gut zugegeben, ein bisschen teuer. Bisschen teurer als Normalpreis. Aber im letzten Upgrade-Event waren Arons teilweise für 5000, 4.000 bis 5.000 und die wurden auch tatsächlich gekauft. Und 2,7 sogar, ja. Und daran merkt man einfach, wenn du merkst, dass die Aron-Preise oder die Mineral-Preise nicht steigen, dann merkst du einfach, dass kein Interesse an dem Event besteht oder zumindest kein enormes Interesse an dem Event besteht. Und das wiederum heißt einfach, es kam zu früh, weil offensichtlich die meisten Leute nicht wirklich geplant hatten, was zu upgraden. Und wenn die Materialpreise nicht steigen, ist das mehr oder weniger halt die Bestätigung dieser Vermutung. Und wie gesagt, effektiv ist es halt auch so. Das Upgrade-Event kam einfach viel zu früh. Also es hätte eigentlich erst in frühestens 3-4 Wochen kommen sollen, also nach 2 Monaten. Ich sag mal, alle 2 Monate, wenn so ein Upgrade-Event kommt, finde ich das, glaube ich, ein guter Rhythmus. Aber gerade mal etwas über einen Monat, basically einen Monat, ist viel zu früh. Ist ja klar, dass da kein Schwein was upgraden will. 5. deutschlandweite Feiertag? Natürlich. Hallo, Tag der Arbeit. Das ist der Feiertag, an dem niemand arbeitet. Obwohl er Tag der Arbeit heißt. That's pretty funny. Und von wem wurde der nochmal eingeführt? Ah ja, ich warte. Hitler. Hitler kann das sein. Glaube ich. Maybe Google that, aber bin mir ziemlich sicher. Hitler. Macht man Envy Solo, wie macht man das? Du gehst rein, tötest 200 Monster, dann tötest du Sirene und dann tötest du den Kraken. Level 61 bis 90. Das gibt's bei uns, Schnitzel, darauf Dönerfleisch und dann Käse überbacken. Ein Schnitzel, darauf ein paniertes Schnitzel. Belegt mit Dönerfleisch und Käse. Say what? Und ich weiß gar nicht, was das teuerste überhaupt ist, was man bei Red Meteor und Saturn droppen kann, aber ich glaube, es ist egal, was du droppst. Ich glaube, es gibt kein einziges Saturn mehr, das mehr als 50 Mio wert ist. Außer du kennst ja zufällig jemanden, der halt... Also, beziehungsweise du siehst jemanden, der halt extrem dringend nach irgendwas sucht und schon, keine Ahnung, verzweifelte Smileys postet oder so. So Heu-Smileys, suche doch nur dieses Set, warum meldet sich keiner so ungefähr? Vielleicht findest du mal so jemanden und der overpaid dann halt krass oder so, weil er es einfach endlich haben will oder so. Aber im Normalfall, glaube ich, kriegst du nichts mehr für mehr als 50 Mio weg. Aber es macht ja auch keinen Sinn, weil mittlerweile gibt es echt sehr viele Leute auf Level 150, oder zumindest 140 plus reicht ja auch schon. Und warum zur Hölle würdest du auf 140 plus jemals nochmal ein Bloody Set anfassen, wenn du dir einfach das wesentlich bessere 150er Set holen kannst, zur Not halt mit Level Down. Aber es ist halt einfach nochmal viel krasser und es ist halt auch vor allem kostenlos, basically. Die meisten 150er Sets sind wertlos. Und das habe ich auch heute gesehen, tatsächlich. Renes Suit heißt es, glaube ich, männlich Ringmaster oder weiblich, ist ja egal. Gibt es mittlerweile für unter 50 Mio die Suit. 48 Mio zweimal in einem Shop gesehen. Also im gleichen Shop sogar. Das heißt, das 150er, seltenste 150er, beste 150er Zeug ist jetzt schon günstiger oder genauso günstig wie Bloody. Und das heißt, Bloody benutzt man maximal noch zum Überbrücken. Kauft sich halt auch nur noch fertige Sets wahrscheinlich. Und die 150er, sobald du 140 bist, holst du dir die 150er Sets, die nochmal viel besser sind. Und auch nicht sehr viel teurer sind, eben weil sie also clean vor allem so günstig sind. Und das alles ist einfach ätzend.
Die hätten niemals diese 150er Tank-Sets einfach so dropper machen sollen bei normalen Monstern. Das hat Bloody komplett ruiniert. Was man stattdessen hätte machen können, wäre zumindest gewesen, dafür dann die Droprate von Bloody erhöhen, weil es ja jetzt einfach nicht mehr gerechtfertigt ist, dass Bloody so selten ist, wenn es eh nichts mehr wert ist. Und, oder sie hätten auch noch Bloody Obsidian-Sets zum Drop-Pool hinzufügen können, dass man da irgendwie noch von profitiert. Und, oder halt irgendwas anderes hinzufügen, dass man vielleicht bei Red Meteor auch Orichalcum droppen kann oder so halt. Also sie haben nichts davon gemacht. Red Meteor ist jetzt einfach nur noch scheiße. Weil nichts außer Waffen irgendwas wert ist. Und Bloody Cloud, aber die ist auch jetzt nicht so, dass man die andauernd droppt. Rush! Trash Drops. Trash Drops. Nein, aber meine Lieblingspizza kann ich so pauschal nicht sagen. Ich meine, man hat einfach mal auch mal Lust auf was anderes. Aber früher war meine absolute Lieblingspizza immer Pizza Vulcano. Das Problem ist halt, ich habe einen Pizzaladen gesehen. Oder ich kenne halt einen Pizzaladen, der hat halt Pizza Vulcano, wie ich sie kenne. Und bei allen anderen ist Pizza Vulcano quasi eine Calzone. Also eine geschlossene Pizza. Wo dann halt drinnen die ganzen Zutaten sind. Aber das mag ich eigentlich gar nicht. Sondern Pizza Vulcano, also das Vulcano bezieht sich nicht auf die Art der Pizza, also Calzone oder nicht Calzone, sondern es bezieht sich darauf, dass sie brennt. Und was eine Pizza Vulcano ist quasi scharfe Salami oder Pepperoni oder Sucuk, ist ja egal. Dann halt Zwiebeln und dann halt noch scharfes Pulver, scharfe Soße, aber halt wirklich scharf, nicht scharf, sondern wirklich scharf. So Carolina Reaper Pulver und eine richtig schöne Habanero-Soße, so scharf. Also wirklich scharf. Und ja. Und ich meine, dann kannst du noch drauf tun, was du willst im Endeffekt. Also die Basiszutaten, wie gesagt, Zwiebeln und scharfe Salami. Oder wie gesagt, Sucuk ist egal. Bloß halt die ganze Schärfe. Und ich meine, dann kannst du natürlich doch draufpacken, was du willst. Ich meine, dann kannst du noch ein paar Champignons draufpacken, ein paar Sardellen. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Aber die Basis ist quasi einfach basic, scharf. Basic und scharf. Aber ja, wenn er die einführt, die wird sich bestimmt nie jemand bestellen. Und wenn sie jemand bestellt, heißt es dann wieder, Mann, die ist ja ganz schön scharf. Das stand gar nicht auf der Karte, dass die so scharf ist. Normalerweise kann ich scharfes Essen essen, aber die ist mir ein bisschen zu scharf. Die war schon ganz schön scharf. Ich sollte eine Warnung auf die Karte machen, dass die Pizza wirklich ganz schön scharf ist. Bruh. Muss extra so in Klammern dazu schreiben, nicht für Allmanns. Baby, drop us something good, baby. Absolute fucking dog shit. Power des 10, baby. Endlich mal wieder was gedroppt. Endlich mal wieder ein Drop. Drop Nation. And what is it, chat? Chat, what is it? Absolutely freaking nothing. Strente Intiret, 3er Drop, okay. Schon mal ein solider Start, würde ich sagen. Ups. Ein 2er Drop. Ein 1er Drop. Und Blade könnte alles rumreißen mit einem saftigen +3. Und er hat einmal +1. Wow. Was irgendwie halbwegs gut angefangen hat, ist ein... Na dann, let's go. Lightning Shocks 7%. Swordwind 7%. Swordwind kommt jedes Mal, wenn ich Stuffs erwecke.
Oh mein Gott. Das ist die beste Erweckung, die ich jemals bekommen habe. Earthquake 23. Wegmachen. Damn. Ich brauche eine Bestätigung, Sir. Earthquake 23 ist schon ziemlich heftig. Natürlich, wenn man mit Poison Cloud spielt, relativ egal, I guess, aber... Du behältst es lieber. Ich meine, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Lieber den verkaufen, nochmal einen Cleanen holen, nochmal erwecken, als das jetzt wegzuräumen. Ja, genau. Und es zu bereuen.